be reading on Acts 28, Apostelgeschichte 28, the first 7 verses. die ersten 7 Verse. No, I'm sorry, first 6 verses. Die ersten 6. Nach unserer Rettung fanden wir heraus, dass es sich bei der Insel, auf die es uns verschlagen hatte, um Malta handelte. Die Bewohner der Insel sprachen nicht Griechisch, waren überaus freundlich zu uns. Sie machten im Freien ein Feuer und luden uns alle ein, uns daran zu wärmen. Denn es hatte angefangen zu regnen und es war sehr kalt. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen. Da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich in seine Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordern die Götter die Vergeltung. Endgültig sein Leben. Paulus schüttelte das Tier ab, sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste geschehen. Die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen oder dass er plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie jedoch längere Zeit beobachtet hatten und feststellten, dass ihm nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. Paul was on his way to Rome. Also Paulus war auf dem Weg nach Rom. He had been granted an appeal to meet with Emperor Nero. Und ihm wurde erlaubt, ein Treffen mit dem Imperator Nero zu haben. And so this was the journey to go to Rome. Und das war quasi auf der Reise, um nach Rom zu gelangen. You know, Paul had been promised by God that he was going to be preaching in Rome. Paulus wurde von Gott versprochen, dass er in Rom predigen wird. The first time God promised him that was 28 years before this. Das erste Mal, als Gott ihm das versprochen hatte, war das 28 Jahre zuvor. And many different times God appeared to him with an angel or a dream or something like Und that. in vielen Malen ist Gott ihm durch einen Engel und andere Dinge erschienen. And they would tell Paul, you will be ministering in Rome. Und die Botschaft war immer, du wirst in Rom predigen. And you will be ministering even to the household of Caesar in Rome. Und du wirst auch dem ganzen Haus von Caesar dienen. And Paul acknowledged this many times. As an example, he said, when I go to Spain, I will stop and see you at Rome. Als er zum Beispiel gesagt hat, als er nach Spanien wollte, hat er gesagt, er wird in Rom Shop machen und da sein. On my way to Corinth, I'll stop and see you in Rome. Und er schreibt dann auch, auf meinem Weg nach Korinth werde ich in Rom halten und euch da sehen. Now, at that time, the world did not revolve around the Jews. In dieser Zeit hat sich die Welt nicht um die Juden gedreht. It did not revolve around Jerusalem. Es ging auch nicht um Jerusalem. The world revolved around the Romans Die Welt hat sich um die Römer gedreht and around the city of Rome. und um die ganze Stadt Rom. That was the center of the world at that time. Es war einfach das Zentrum der Welt in dieser Zeit. So ministering in Rome was a dream come true to any evangelist or pastor. Also in Rom mal zu predigen, das wäre der Traum jedes Predigers und Evangelisten So gewesen. Paul looked forward to the time that he would be in Rome. Also Paulus hat sich echt darauf gefreut in der Zeit, wo er in Rom sein würde. And I'm sure that he thought about it many times, he maybe even dreamed about it. Und ich bin sicher, er hat viel darüber nachgedacht und vielleicht sogar davon geträumt, wie das sein würde, wenn er in Rom ist. Preaching to thousands of people in the chariot arenas. Zu Tausenden zu predigen in diesen Pferdearenern. Even preaching from the forum in Rome to thousands who are gathered on the hillsides. Oder auf dem Forum in Rom zu predigen und Tausende würden ihm an den Bergen zuhören. And preaching a sermon to Nero himself. Oder eine Predigt für Nero selbst zu predigen. And I'm sure that the thoughts and the imagination could manufacture great revivals. Und ich kann mir vorstellen, dass in seiner Vorstellungskraft, als sich das vorgestellt hat, wie große Erweckung dadurch passieren würde.
But as he ministered, he waited. Aber während er woanders gedient hat, hatte er gewartet. And he still kept getting these notices from God that you will go to Rome. Und er hat gewartet und hat immer wieder diese Hinweise von Gott bekommen, du wirst in Rom predigen. Finally, after 28 years, his dream began to come true. Und jetzt nach 28 Jahren wurde sein Traum langsam zur Realität. But not the way Paul expected. Aber nicht so, wie Paulus das gedacht hatte. Because when he went into Jerusalem, this last trip, he was arrested. Denn auf seiner letzten Reise nach Jerusalem wurde er festgenommen. He was placed in chains. Er wurde in Ketten gelegt. And then he was transferred in chains to the Roman court in Caesarea Maritima. Und dann wurde er in Ketten nach Caesarea gebracht. And there they began to sentence him, but he appealed to Caesar because he was a Roman citizen. He could do that. Und da wurde er dann verurteilt, aber weil er ein römischer Staatsbürger war, hat sich an Nero gewandt. So Paul warned the centurion who was in charge of all of the prisoners not to leave because something was bad could happen. Und der Paulus hat den Zenturion, also den Oberbefehlshaber, gewarnt, dass er nicht gehen sollte, weil was passieren würde. Now, this was October of the year 56. Es war im Oktober 56? 56. 650. 56. Ja. And but the owner of the ship and the owner of the merchandise says, no, we have to go to Rome. Aber der Besitzer von dem Schiff hat gesagt, nein, wir müssen nach Rom gehen. Now this was what they called a merchant carrier, which meant that the primary purpose of this ship was to carry prisoners. Also es war ein Gefangenentransport. But a portion of it was also set aside to bring different goods, flour, cotton, salt, whatever. Aber ein Teil von der Fracht waren nicht nur Gefangene, sondern auch Salz und Baumwolle und andere Güter. Now these type of ships had 3 layers of people that rowed the oars. Und es hatte quasi 3 Ebenen, wo Menschen am Rudern waren. The first layer was called oarsmen. Der erste wurde Oarsman. Or oarsmen. Oarsman, okay. Yes. And they worked in 8-hour shifts. Die haben da auf jeden Fall in 8-Stunden-Schichten gearbeitet. They were not chained to their seat. Die wurden nicht an das Ruder gebunden. They would row for 8 hours. Then they were able to take the rest of the day off and rest or do anything they wanted to do. Also sie haben für 8 Stunden am Tag gerudert und dann konnten sie den Rest vom Tag frei machen. And the second layer down was called galley slaves. Und die zweite Ebene waren die Galley-Sklaven. The galley slave would work for 15 hours. Und die Galley-Slaven haben für 15 Stunden gearbeitet. And then he would be off for 9 hours. Und dann hatten sie für 9 Stunden frei. And during that time he could eat or exercise or whatever he wanted to do. Und in der Zeit konntest du dann essen oder dich ausruhen oder was immer du tun wolltest. Now while they were rowing, they were chained. Und während sie also am Rudern waren sie angekettet. But after they were let go for their 9 hours, they could freely go throughout the ship. Aber während der 9 Stunden, wo sie nicht am Rudern waren, konnten sie frei sich auf dem Schiff bewegen. The bottom level was called bond slaves or bond servants. Und die unterste Stufe waren dann die wirklichen Sklaven. They were there 24 hours a day, 365 days a year. Und diese Sklaven waren da 24 Stunden am Tag für 375 Tage, 60 Tage im Jahr. They were chained in place. Die wurden da an den Ort festgekettet. They were never allowed to get up from their
from the place where they were rowing the oars. Und die durften niemals aufstehen von dem Ort, wo sie am Rudern waren. And they remained there for the entire journey. Und die mussten da bleiben für den ganzen Weg. And all of the filth from the top two layers came down on the bottom layer. Und der ganze Schmutz und Dreck sickerte dann durch ins letzte Teil. This is where Paul was. Und da war Paulus untergebracht. In fact, there's a couple of occasions Paul says he was a bondservant. Es gibt mehrere Hinweise, wo Paulus sagt, er war ein wirklicher Sklave. So the greatest evangelist of the Christian world in all of history, this was his final fate. Der größte Evangelist und Apostel, den alle Christen kannten, saß da an seiner letzten, untersten Stufe. There would be no great crusades in Rome. Es war wie klar, dass es keine großen evangelistischen Einsätze geben würde in Rom. There would be no special meetings centered around the forum. Es würde kein spezielles Treffen um das Forum geben würden. There would be no great prayer meeting in the home of Nero Caesar. Es würde kein großes Gebetstreffen in dem Haus von Kaiser Nero geben. And so Paul went to Rome in the most vile of all environments. Also ist Paulus unter den schlechtesten Umständen nach Rom gekommen. So the prayer and the promise was being fulfilled, Also das Gebet und auch die Verheißung wurde erfüllt, but not the way Paul had envisioned. aber nicht so, wie Paulus das sich vorgestellt hatte. As they were going, when the days counted off and November began, Während die Oktobertage gezählt wurden und der November begonnen hat, they were hit with a very unusual storm as they were traveling by sea. in der Zeit wurden sie von einem sehr ungewöhnlichen Sturm erfasst. This storm is called Euroclyton. Ein Eurocliten. And actually, it is formed on the south slopes of the Alps, just right over Also here. hier, dieser Sturm bildet sich eigentlich hier im Süden der Alpen. Now, a tornado spins counterclockwise. Also ein Tornado dreht sich gegen des Uhrzeigersinns. A hurricane spins clockwise. Und ein Hurricane dreht sich im Uhrzeigersinn. But Euroclyton is different. Aber dieser Sturm ist anders. It spins like this. Der dreht sich so. And it lasts for many days. Und es hält für viele Tage an. You know, a tornado lasts 30 seconds. Ein Tornado ist so vielleicht für 30 Sekunden. A hurricane would last maybe 10 to 12 hours. Und ein Hurricane so für 10 bis 12 Stunden. But a Euroclyton would last for as much as 45 to 50 days. Aber dieser Eurocliten würde für 45 bis 50 Tage bleiben. Euroclyton, the word means northern fury. Das bedeutet quasi die nördlichste Angst. As it forms in the Alps, it begins to move south. Während sich es in den Alpen formt, beginnt es in den Süden zu wandern. And as it continues to move, it picks up strength. Und während es sich bewegt, wird es immer kraftvoller. Then by the time it hits the Adriatic Sea and on into the Mediterranean, the wind is blowing at about 120 to 150 kilometers per hour. Und dann, wenn der Sturm in die Adria kommt oder ans Mittelmeer, dann hat es 100 bis 140 Stundenkilometer. Now this storm only hits in the Mediterranean once every 530 years. Und diese Art von Sturm trifft ungefähr alle 530 Jahre auf das Mittelmeer. So there wasn't any records, or very few records, of the devastation of this storm 500 years before. Also für 500 Jahre gab es keine Aufzeichnung von dieser Art von Sturm und von der Verwüstung. It was the type of thing that
no one is alive could relate to this because it happened 500 years before. Niemand, der irgendwie am Leben war, konnte sich irgendwie an so ein Event erinnern, weil es 500 Jahre zuvor passiert war. We do have records of this storm because the Romans kept records of the storm. Wir haben deswegen Aufzeichnungen von diesem Sturm, weil die Römer davon Aufzeichnungen gemacht haben. And it happened in November of the year 56. Und in dem Jahr 56 im November ist dieser Sturm passiert. 179 cities and towns were destroyed on the Mediterranean coast. Und an der Mittelmeerküste sind 179 Städte wurden verwüstet durch diese. There's an additional 300 cities were damaged but were not destroyed. Und weitere 300 Städte wurden zwar verwüstet, aber nicht total zerstört. And 52,000 people died. Und 52.000 Menschen sind dadurch ums Leben gekommen. The storm's characteristics is that the continual wind of more than 100 kilometers per hour. Man weiß, dass mindestens 100 Stundenkilometer und mehr durchschnittlich zustande kamen. And the rain would be nonstop. Und der Regen würde nicht aufhören. This wind would last approximately 15 days. Und es blieb so ungefähr 15 Tage. And then the rain continued. Und dann ist der Regen aber geblieben. The rain would continue for another 30 days or perhaps even 40 days. Und dieser Regen bleibt dann immer noch so 30 bis fast zu 40 Tagen. It's the most devastating storm to ever be involved with the Mediterranean Sea. Also es ist also der größte Sturm, den das Mittelmeer je gesehen hat. So when the promise that God gave Paul was finally beginning to come true, then he was hit with the greatest storm that has ever been in that area. Und zu dem Zeitpunkt, als das Versprechen von Paulus so langsam sich erfüllt hatte, kam er in diesen größten Sturm, den die Welt je gesehen hatte zu dem Zeitpunkt. And it's the type of thing that you don't know whether this is an attack of your enemy or whether this is God trying to change your circumstances. Und das ist so eine Situation, du weißt nicht, ob das eine Attacke von deinem Feind ist oder ob das Gott ist, der versucht, Dinge zu ändern. I'm sure some of you have been in the same situation. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch in der gleichen Situation wart. When something bad happens, you can't, well, is God trying to tell me not to go this direction? Wenn was Schlechtes passiert und du dich fragst, ist es Gott, der sagt, ich soll nicht in diese Richtung gehen? Or is this my enemy trying to confuse me and to delay what God has promised? Oder ist es der Feind, der versuchen möchte zu verhindern, was Gott versprochen hat? The angel of the Lord appeared to Paul one night when they were thinking about jumping overboard. Und der Engel des Herrn hat Paulus besucht, als sie drüber nachdenken waren, ob sie über Bord springen. By this time, the wind had been continually blowing at more than 100 kilometers per hour for the last 15 days. Zu dem Zeitpunkt hat für die letzten 15 Tage der Sturm getobt mit 100 Stundenkilometer. It was raining so hard that you couldn't even see the next person next to you. Und es hat so stark geregnet, dass du die Person neben dir nicht mal mehr sehen konntest. And so what the legionnaire, the Roman captain said is that we will jump overboard and try to swim to safety. Und der römische Legionär, der Captain an dem Schiff, hat gesagt, ja, wir werden über Bord springen und hoffen, dass wir an Land schwimmen können. And Paul says, no, don't do that. Und Paulus sagt, nein, tut das nicht. The angel of the Lord stood by me. Denn der Engel des Herrn stand bei mir. And again, as many times previously, the angel said that I have to go to Rome and even to the house of Caesar. Denn wieder einmal hat der Engel mir gesagt, ich muss nach Rom und ich muss in das Haus von Caesar gehen. So if everyone will just stay on the ship, Wenn alle also auf dem Schiff bleiben würden, your life will be spared. dann wird dein Leben gerettet werden. There were 276 people on the ship. Es waren 276 Personen auf dem Schiff. And he says, if you jump over, you'll drown, you'll die.
wenn ihr jetzt über Bord springt, werdet ihr ertrinken und sterben. But just stay with the ship. The ship is going down. It's going to sink. Bleibt auf dem Schiff, das Schiff wird sinken, But if you stay with the ship, you'll be saved. aber wenn du bei dem Schiff bleibst, wirst du gerettet werden. So they believed him, and that's exactly what happened. Und The ship did break. Und sie haben ihm geglaubt, das Schiff ist zerbrochen. And Paul and those that were on the ship swam to the small island of Malta. Und Paulus und alle, die gerettet wurden, sind auf die Insel Malta geschwommen. Now, Malta at that time was not under the control of the Romans. Malta zu dem Zeitpunkt war nicht unter der Kontrolle der Römer. The Romans leased from the people who lived there the freedom to dock whenever they could. Also die haben ein Handelsabkommen gemacht, dass die Römer an dem Hafen da halten durften. But it was still raining, the wind was still blowing when they made their way. They swam from the ocean into the island of Malta. Und während es also es war noch am Regnen und der Wind hat noch geblasen, als sie dann nach Malta geschwommen waren. Some of Paul's job was to gather sticks to build a fire. Und eine Aufgabe von Paulus war, Hölzer zu sammeln, um ein Feuer zu machen. You can go to Malta today and they have about 3 different caves. They have a Catholic cave, they have a Protestant cave, and they have an Islamic cave. Also du kannst heutzutage noch nach Malta gehen und dann gibt es 3 verschiedene Höhlen, einmal eine katholische, eine protestantische und eine islamische Höhle. And these are the caves that they say where Paul stayed on the island of Malta. Und das sind die 3 Orte, wo sie sagen, da hat Paulus verweilt, als er in Malta war. But as Paul was gathering these sticks to place them into the fire, aber während Paulus eben diese Hölzer gesammelt hatte, um sie aufs Feuer zu legen, then a small snake is called a viper came out of the wood and attached to his hand. Und während er also diese Hölzer gesammelt hat, kam eine kurze Schlange, eine Viper aus dem Gehölz und hat Now these vipers, even today, are the most poisonous and the most deadly in the entire Sahara Desert. Diese Art Schlange ist bis heute die tödlichste und gefährlichste Schlange in der ganzen Sahara-Wüste. I've seen these vipers when we, living in Egypt, many times. Während wir in Ägypten gelebt haben, haben wir ganz, ganz oft diese Schlangen gesehen. And I've seen these small vipers bite a camel on the foot, and the camel dies. Und ich habe das gesehen, wie diese Schlange ein Kamel gebissen hat und das Kamel fällt um und stirbt. Now, those of you who have shoestrings, look down at your shoestring. Also die von euch, die Schnürsenkel haben, schaut mal auf eure Schnürsenkel. A viper is about that size. Also diese Schlange ist ungefähr so groß. Very small, Ganz klein, smaller than your little finger. kleiner als ein kleiner Finger. And they're only this long, Und die sind nur so lang. but they're extremely deadly. Aber die sind total tödlich. And the medical people say that it is 100% fatal if you're bitten. Und die Mediziner sagen uns, dass es 100% tödlich ist, wenn du davon gebissen wirst. Now, the teeth of this snake are very, very tiny. Die Zähne von dieser Schlange sind sehr, sehr klein. And if you just wear boots, just regular boots, leather boots, the teeth will not go through the leather. Und wenn du normale Lederschuhe anhaben würdest, dann würden sie nicht dadurch beißen. And so the snake tries to wrap itself around your ankles or the hand. Und diese Schlange versucht sich um deine Knöchel zu wickeln oder deine Hand. And the head is very, very small of the snake. Und der Kopf ist sehr, sehr klein. And what it does is that when it attaches to the hand, Also was es macht, wenn es dann an der Hand sich festbeißt, the head goes up and down, up and down, up and down, up and und down, dann geht der Kopf hoch und runter, until they find a vein or an artery. bis sie dann eine Vene oder eine Arterie finden. And when it does, it clamps down. Und wenn es das getan hat, dann hacken sie sich fest. Then it injects
the poison into the body. Und dann injiziert sie das Gift in den Körper. Almost immediately, you begin to burn from the inside out. Und du fängst sofort an, quasi von innen nach außen zu verglühen. And it feels like your entire inside is on fire. Und du hast das Gefühl, deine ganzen Innereien sind am Brennen. And the blood begins to become very thick. It looks like jelly. Und dein Blut wird total dick und es sieht aus wie Gelee. And as the heart pumps harder and harder, then the body begins to swell. Und während das Herz mehr und mehr zum Arbeiten hat, fängt dein Körper an anzuschwellen. Within 20 minutes, the body is swollen so much that the skin breaks open. Innerhalb von 20 Minuten ist dein Körper so angeschwollen, dass deine Haut einfach aufbricht. And the fluid begins to flow out of the body. Und ganze Körperflüssigkeiten kommen dann daraus. And within a half hour, within 30 minutes, the person is dead. Und innerhalb von 30 Minuten ist die Person dann tot. So it's classified as 100% fatal. Also es ist so klassifiziert als 100% tödlich. In Paul's case, he was bitten. In dem Fall von Paulus wird er gebissen. And so the people of the island were convinced that Paul must be a very bad man. Die Inselbewohner waren überzeugt, dass Paulus ein sehr schlimmer Mensch gewesen sein muss. But as they watched him, he didn't get sick. Aber während sie ihn beobachtet haben, wurde er nicht krank. There was no reaction to the poison. Da war keine Reaktion zu der Vergiftung. And so he didn't fall down. Also er ist nicht umgefallen. His skin didn't break open. Seine Haut ist nicht aufgebrochen. So then the people said, well, he's not a criminal, he must be a god. Dann haben sie gesagt, okay, dann ist er nicht ein Verbrecher, sondern er muss ein Gott sein. And that opened the door for Paul to begin to evangelize this island. Und das war die Tür für Paulus, um diese ganze Insel zu evangelisieren. And not only the people, but even the highest level of government in Malta accepted Christ through Paul's ministry. Und nicht nur die einfachen Leute, sondern die höchsten Regierungsoffiziellen haben Jesus angenommen.